Guten Morgen und herzlich willkommen in Ningen. Long time no see, würde ich sagen. Ja, wir sind jetzt schon eine ganze Weile auf der Farm und haben Videotechnik lang nichts mehr von uns hören lassen. Nee, wir haben gearbeitet, fleißig geackert. Es gibt eine Menge zu tun auf der neuen Farm. Ist ein bisschen abwechslungsreicher als unser Job in WA, also in Western Australia. Aber hier ist es auch nicht so einfach zu filmen, während wir arbeiten, weil wir halt wirklich gefordert sind den ganzen Tag und früh hinfahren, 15 Kilometer aus Ningen, da ist unsere Wohnung und die Farm ein bisschen weiter außerhalb und ja, und abends fahren wir wieder zurück und fallen ins Bett. Ja, so in etwa. Ja, und die Farm hat diesmal auch Tiere, Kühe, um genau zu sein. Und unsere Arbeit dreht sich sehr viel um diese Kühe. Und damit werden wir auch heute anfangen, wie eigentlich fast jeden Tag. Und ja, da könnt ihr mal die kleinen Racker begrüßen. Genau, und dann zeigen wir euch natürlich, was wir noch alles so machen, beziehungsweise momentan jetzt machen. Das ändert sich auch immer mal wieder. Und ja, ich würde sagen, los geht's und schaut euch mal unsere morgendliche und abendliche Strecke an. Und unser Tag beginnt und endet damit, dass wir die Kühe versorgen und vor allem die kleinen Kälbchen. Und um diese zu füttern, müssen wir Milchpulver einrühren und brauchen dafür Wasser. Und Finn ist bereits dabei, das Wasser schon abzufüllen. Und wir haben gestern auch gesehen, dass das Stroh alle ist, weshalb wir dann auch gleich einen Traktor mit 9 Strohballen mitnehmen, um auch die großen Kühe zu versorgen. Denn ja, momentan herrscht hier eine ganz schön große Dürre, bereits schon seit 2,5 Jahren. Und deshalb haben sie jetzt nicht mehr genug Wasser hier, unsere Farmer, und mussten ihre großen Kühe verkaufen und haben aber ihre kleinen Kälber behalten. Und die müssen wir jetzt eben noch versorgen und großziehen. Aber ja, leider werden sie jetzt auch diese verkaufen, weil es nicht mehr jetzt gerade absehbar ist, wann es wieder regnet. Und ja, und deshalb werden sie die jetzt leider bald auch verkaufen und Finn und ich werden das miterleben. Und jetzt haben wir die ganz Kleinen schon so ins Herz geschlossen, dass uns das sehr, sehr, sehr schwer fällt. Aber heute zeigen wir euch erstmal unsere kleinen süßen, aufgepäppelten Frechdechse und wie hungrig sie sind. Der erste Tag, an dem wir hier gearbeitet haben, war auch der erste Tag, an dem die Kälber gefüttert werden mussten. Und das war gar nicht so einfach, weil sie hatten die erste Nacht hinter sich, ohne Mutter. Und das Traurige war, die Kleinen hier, die schon hier so gucken, so süß, oder? Die waren voll ausgehungert und lagen unten auf dem Boden, weil sie ihre Mutter ja vermisst haben. Und wir mussten sie teilweise halten richtig, dass sie wieder was trinken, bevor sie selber wieder stehen konnten. Und jetzt sind sie schon ganz schön gewachsen und quickfidel und warten immer schon, wenn wir kommen, früh und abends und haben Hunger. Voll niedlich. Na?
uns nie in Ruhe. Das ist so süß. Ja, inzwischen ist ein bisschen Zeit vergangen. Das sieht man daran, dass es ein bisschen kälter geworden ist. Und wir Jacken ertragen müssen am Morgen. Genau. Die Kühe sind schon weg, die wir gefüttert haben. Das Wetter hat sich ein bisschen geändert, das hat geregnet zwischendurch. Ja, und jetzt warten wir auf die Saat. Und zwar brauchen wir dafür nochmal ein bisschen mehr Regen. Wir haben jetzt schon ein bisschen umgeackert und die Felder sind gesprüht. Also brauchen wir jetzt eigentlich noch einmal Regen und dann kann es mit der Saat losgehen. Aber noch nicht alle Felder sind gesprüht. Wir haben noch eins, was noch ein bisschen größere Bäume hat. Und die müssen wir sprühen, nämlich per Hand oder mit unseren Quads. Ja. Und genau, da wir das auch schon vorher gemacht haben, als noch die ganz kleinen Kälber da waren, wollen wir euch mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Hier ist schon unsere gemixte Chemikalie, unter anderem auch mit Glyphosat. Und theoretisch mixen wir das immer ganz einzeln in unseren Tanks, aber da wir jetzt so weit weg vom Haus sind, haben wir uns hier so einen großen Kanister abgefüllt und haben das schon gleich gemixt. Und damit wir auch sehen, wo wir schon gesprüht haben, haben wir jetzt hier ein kleines bisschen rote Farbe, was dann hier das blaue Rot färbt, und dann sehen wir, wo wir gesprüht haben. Und so düsen wir dann von Busch zu Busch, beide kreuz und quer über dieses ganze Feld. Und ja, wir brauchen ungefähr 5 Tage dafür und nach 2 bis 3 Wochen können wir dann sehen, ob wir alle erwischt haben oder nicht. Ja, und sollten die dann natürlich noch nachsprühen, die wir vergessen haben. Und ja, irgendwie unterschätzen wir das immer. Das sieht immer viel, viel weniger aus und zum Schluss dauert es viel, viel länger. Aber diese Felder sind eher neuere Felder, weshalb da noch so per Hand gesprüht wird, weil vielleicht könnt ihr es da hinten sehen. Da sind die Felder, die normalerweise schon länger bewirtschaftet wurden und deshalb sehen die dann nicht mehr so aus wie diese hier in den ganzen Büschen. So, aber jetzt ist erstmal Mittag angesagt und dann geht es weiter zum Zaunbauen.
So, zum Schluss müssen wir nur noch das Gitter festmachen. Und dann sind wir eigentlich fertig mit der Berlin Wall. So nennen die diesen Zaun hier. Und genau, es ist nämlich wirklich auch Osten und Westen hier drüben. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig mit unserem Tag. Die Sonne geht gleich unter. Und ja, geschafft. K.O. Aber zufrieden mit unserem Werk. Jetzt haben wir euch einen kleinen Ausschnitt gezeigt, was wir in den letzten 3 Monaten alles erlebt oder beziehungsweise an Arbeit verrichtet haben. Ja, das mag jetzt vielleicht ein bisschen holprig vorgekommen sein, denn es ist gar nicht so einfach, bei der Arbeit immer nebenbei zu filmen. Ja. Also auf dem Traktor in Western Australia war das ein bisschen einfacher. Ja, deswegen haben wir nur so kleine Ausschnitte immer. Wenn wir konnten, haben wir was gefilmt und ja, das gibt halt so einen kleinen Eindruck von dem, was wir gemacht haben. Oft haben wir auch früh gedacht, heute filmen wir, dann haben wir angefangen, haben was gemacht und dann haben wir es einfach am Abend gedacht, so shit, wir haben vergessen zu filmen. Ja, also wir haben natürlich noch viel mehr gemacht als das, was man jetzt gesehen hat. Ja. Aber das waren so die Hauptaufgaben, wo wir die meiste Zeit rein investiert haben und ja, es war nicht nur eine Zeit mit viel Arbeit, sondern auch mit viel emotionalen Erlebnissen. Oh ja, denn wir haben uns sehr, sehr, sehr wohl gefühlt bei Stu und Sue, also bei den Farmern. Uns ging es da richtig gut. Es war gefühlt eher wie so eine Familie. Auch wenn wir abends bei denen öfters noch geblieben sind und mit denen ganz, ganz tolle Gespräche hatten. Bier getrunken. Ja. Dann Ostern haben wir die ganze Familie kennengelernt und hatten da eine super tolle Zeit. Ja, mit richtig viel Spaß. Eine richtig schöne Zeit hier. Und ja, dementsprechend sind wir jetzt auch ein bisschen traurig, Ningen zu verlassen. Das verschlafene Örtchen hier. Und dann auch Australien zu verlassen, denn heute haben wir Dienstag. Dienstag, ja. Und am Freitag geht unser Flug aus Australien. Ja. Und dann geht ein halbes Jahr Australien zu Ende. Ja. Das ist jetzt ganz schön schnell gegangen. Wenn man arbeitet, 7 Monate, ja. Wenn man arbeitet, merkt man das gar nicht. Ja. Unser Auto haben wir verkauft vor 3 Tagen. Ist auch ein bisschen traurig zu sehen. Ein anderer Backpacker, also er wird noch weiterhin Australien bereisen, unser lieber Gnu. Ja, also es nimmt alles jetzt ein Ende. Ein neues Kapitel wird kommen und davon werden wir natürlich auch berichten. Ja. Und wir warten gerade auf den Bus, der uns nach Sydney bringen wird. Denn bevor wir fliegen, werden wir noch ein paar Tage in Sydney verbringen. Ja, genau. Also, tschüss Australien! Es war eine wunderschöne Zeit. Ja, auf jeden Fall. Und auch sicherlich nicht die letzte. Nee, wir werden nochmal wiederkommen. Jetzt haben wir Freunde fürs Leben hier, also immer ein Grund, nochmal nach Australien zu kommen. Genau. Ja.